Montagsspiele sind ja so beliebt wie Zahnschmerzen. Ganz anders als das Feiertagsmagazin. Das erfreut sich sogar am Sonntag größter Beliebtheit. Genau wie sein Moderator Nobby Dickel. Ja, keine Frage, der Montag zählt sicherlich nicht zu den besten Tagen, um Fußball zu spielen. Vor allen Dingen, wenn man ein Auswärtsspiel hat. Und dann auch noch im Süden Deutschlands. Das passt irgendwie alles gar nicht. Trotz alledem ein herzliches Willkommen bei eurem Feiertagsmagazin. Wir wollen dennoch natürlich positiv durch die Sendung gehen und es gibt gute Nachrichten von meinem heutigen Studiogast. Er geht mit Riesenschritten auf sein Comeback hinzu. Deshalb haben wir ihn diese Woche beim Training besucht. They didn't set limits. Are you a follower or a visionary? Can you handle the load that you were meant to carry? Cause we're on a mission, listen, it's beyond description. We don't wanna fit in if we're living in a contradiction. We need a brand of passion that you can't imagine. Don't hesitate, rub the lamp, lad. It's just so incredible. Gotta have it, can't let it go. If you don't try, you'll never know that this is incredible. Ja, da geht er dahin und sitzt jetzt schon bei mir. Ich begrüße ihn ganz herzlich. Manuel, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns ins Studio zu kommen. Und im Beitrag haben wir eben gesehen, machst du schon große Sprünge. Trainierst mittlerweile sogar schon wieder mit der Mannschaft. Sag mal ehrlich, wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Ich habe jetzt 2 Mannschaftstraining mitgemacht. Das erste war letzten Sonntag, glaube ich, nach dem Spiel. Und gestern habe ich wieder mit der Mannschaft trainiert. Nach dem Champions League Spiel in London und ja, mir geht es wirklich gut. Ich habe keine Schmerzen und ich hoffe, es geht so weiter. Ja, da drücken wir natürlich auch die Daumen. Man wusste eine Zeit lang gar nicht so richtig, wie es überhaupt weitergeht mit dir. Zwischendurch hieß es Saison aus. Da waren wir natürlich alle geschockt. Wie hast du diese Phase erlebt und vor allen Dingen bei wie vielen Spezialisten warst du denn jetzt endgültig? Ja, es war bestimmt nicht einfach. Also ich war, ja, ich glaube insgesamt, also mit der ganzen Hinrunde war ich etwa bei 4, 5 Spezialisten und ja, ein paar haben verschiedene Dinge gesagt, ein paar waren sich einig und darum war es nicht so einfach, sich zu entscheiden, aber ich habe dann zusammen mit dem ganzen Vorstand und mit der Physioabteilung, mit dem Arzt, haben wir das alles zusammen besprochen und haben wir dann uns zu diesem Schritt entschieden. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung, weil ich habe jetzt keine Schmerzen. Ich hatte eigentlich auch in der Hinrunde hatte ich nie solche Schmerzen, dass ich wirklich eine große Pause machen musste. Es waren immer wieder nur kleine Beschwerden halt, die mich ein wenig gestört haben. Vielleicht mal ganz kurz, wo hat es dir wehgetan? Ja, in der Hüfte, also hier vorne manchmal beim Hüftbeuger, manchmal auch hier hinten. Und ich habe es auch schon mal in den Adduktoren gespürt, also es war immer ein bisschen überall. Und dann sind halt andere Dinge dazugekommen und man wusste nicht, ob das wegen einer Fehlbelastung ist, dass ich vielleicht die Hüfte ein bisschen kompensiere. Aber ja, wir haben uns dann dazu entschieden und ich glaube, es war wirklich die richtige Entscheidung, weil ich fühle mich jetzt viel besser und ich hoffe, ich kann bald wieder auf dem Platz stehen. Du sagst, es ist konservative Behandlung, keine OP. Wie sah dann dein Reha-Programm aus? Was macht man da? Ja, also zuerst durfte ich, am 18. habe ich mein letztes Spiel gemacht gegen Düsseldorf. Da habe ich mir noch einen Faserriss geholt. Aber danach durfte ich zuerst mal, glaube ich, 4 Wochen durfte ich nicht belassen, gar nichts machen. Und in den ersten 2 Wochen dann, als ich wieder angefangen habe, ein bisschen zu trainieren, durfte ich einfach noch nicht laufen. Also nur Fahrrad fahren, Crosstrainer und halt Übungen im Kraftraum. Und danach haben wir dann nochmal ein MRT gemacht und hat alles viel besser ausgesehen. Und darum konnte ich dann steigern mit Laufen. Viele Laufeinheiten hatte ich. Und ja, jetzt bin ich froh, wieder zurück im Training zu sein. Wir haben es eben gesehen, du hast gegen die Wand getreten. Das war das Stadion, aber wir möchten natürlich gerne wissen, wann du im Signal Iduna Park wieder auftreten kannst. Das fragst du ein bisschen den Trainer. Nein, also mit anderen Worten, dir geht's gut? Ja, mir geht's gut, aber wie gesagt, ich habe jetzt erst
2 Mannschaftstraining mitgemacht und ja, jetzt mache ich so viele wie möglich mit und der Trainer wird dann entscheiden, zusammen mit den Physios zusammen, wann ich bereit bin. Aber ich will so bald wie möglich spielen, also werden wir sehen, ob es vielleicht schon Montag ist, vielleicht auch ein bisschen zu früh, vielleicht wird es erst nächste Woche sein oder danach, aber ich glaube, in den nächsten paar Wochen werde ich bestimmt wieder zurückkommen. Das Wichtigste für uns ist erstmal, dass du wieder da bist. Und da freuen wir uns natürlich drüber. So, jetzt kommen wir zur Rubrik Abstauber. Ich gebe dir kurz einen Satz Anfang vor und du führst den zu Ende, weil ich ja nicht weiß, was da kommt. Okay. Wenn ich mittlerweile aufgefordert werde, 2 Zahlen miteinander zu multiplizieren, dann rechne ich sie manchmal aus. Sehr schön. Als ich gelesen habe, BVB-Legende DD traut mir zu, einer der besten Innenverteidiger der Welt zu werden, habe ich mir gedacht, dass... Das freut mich sehr. Ich habe aber noch viel Arbeit vor mir und hoffe, dass ich das erfüllen kann. Wenn ich an mein erstes Jahr hier bei Borussia Dortmund zurückdenke, dann... Waren viel Höhen und Tiefen mit dabei, aber es hat mir immer Spaß gemacht, für den Verein zu spielen. Sehr schön. Ja, kommen wir jetzt zu unserem Montagsspiel, also morgen das Spiel in Nürnberg. Wir haben mal zurückgeblättert, wann der BVB zuletzt an einem Montag in der Bundesliga gewonnen hat, mit einem sehr interessanten Ergebnis. Es ist der 16. April 1990, Ostermontag. Der BVB muss beim Club antreten. Für Schwarz-Gelb ein äußerst erfolgreiches Gastspiel. Ja, ich erinnere mich insofern, dass wir, glaube ich, erst 1-0 zurückgelegen haben, konnten das aber noch drehen mit Toren von Michael Zorc, der hat das erste gemacht, glaube ich, und der Andreas Möller hat dann die nächsten beiden Tore gemacht und haben 3-1 dann dort gewinnen können. Eigentlich hätte die Partie bereits Ende Februar stattfinden sollen, doch der Platz in Nürnberg ist unbespielbar. Aus einem kuriosen Grund. Ja, ich glaube, man hat auf den Platz damals grobkörnigen Quarzsand drauf gemacht, der im Grunde genommen eigentlich zu gefährlich gewesen wäre, darauf zu spielen, wenn man dann grätscht und rutscht mit den Beinen darüber, dass es dann zu großen Verletzungen hätte kommen können und deswegen ist das Spiel damals abgesagt worden. Teddy de Beer im Nachholspiel mit einer starken Leistung und mit ein Garant für die 3 Punkte der Borussia. Die bis heute letzten an einem Montagabend. Ja, und wer jetzt noch wissen möchte, was dieses Spiel mit der Geburt von Teddys Tochter zu tun hat, der sollte sich auf jeden Fall den Beitrag auf BVB TV anschauen. Das war kurz nachdem ich ohne mich gewonnen habe. Respekt, Jungs. Haben Sie auch ein paar Mal geschafft, jetzt ohne mich. Ja, man möchte es ja nicht akzeptieren, aber es ist so. Sie können sogar ohne uns beide Spiele gewinnen. Stimmt. Ne? Erstaunlich, ne? Ja, Manuel, Verletzungsgefahr durch grobkörnigen Quarzsand. Hast du sowas überhaupt schon mal vorher gehört als Absagegrund? Nein, habe ich noch nie gehört. Morgen wollen wir natürlich in Nürnberg gewinnen. Das ist ganz klar. Überhaupt wieder gewinnen. In der Liga gab es zuletzt 2 Remis in Serie. Insgesamt 4 sieglose Spiele. Das war schon komisch für uns, muss ich wirklich sagen. Viele sagen, erst jetzt wird sich zeigen, wie gefestigt die Truppe ist. Wie erlebst du die Truppe im Moment? Klar, kann ich auch sagen, es ist nicht die gleiche Stimmung, wie das jetzt in der Vorrunde war, weil da wir eigentlich fast jedes Spiel gewonnen haben. Aber auch aus solchen Situationen müssen wir als Mannschaft wieder herauskommen, genau wie wir das in der Hinrunde gemacht haben. Auch wenn man gewinnt, ist nicht immer alles gut und wenn man verliert, sind ein paar Dinge gut, ein paar nicht so. Es ist aber auch nicht alles schlecht. Genau. Das ist immer, genau. Weißt du, es gibt ja jetzt schon wieder viele, die dann einfach meinen, sie müssten sich äußern. Ne? Ja, und wir müssen uns jetzt wieder verbessern. Die Dinge, die wir schlecht gemacht haben, müssen wir verbessern morgen und das werden wir bestimmt auch schaffen und dann können wir hoffentlich wieder gewinnen und dann unser Selbstvertrauen auch wieder zurückholen, dass wir wieder wissen, wie es sich anfühlt zu gewinnen. Und dann diesen Schwung weiter mitnehmen für die nächsten Spiele. Das wäre auch dein Grund dafür, dass es im Moment vielleicht nicht ganz so erfolgreich läuft? Ja, vielleicht kann es sein. Ich bin jetzt nicht auf dem Platz gestanden in den letzten 2 oder 4 Spielen und ich weiß nicht genau, was da genau abging in den Köpfen der Spieler, aber vielleicht
befreit das einen auch wieder, wenn man gewinnen kann, wenn man vielleicht auch wieder mal zu Null spielen kann hinten. Das wäre, glaube ich, auch wichtig für die Mannschaft. Und dass Roman wieder so machen kann. Ne? Genau. Das genau. So gerne. Und das würde alle bestimmt sehr freuen. Dazu kamen natürlich auch noch personelle Probleme, gerade in der Abwehr. Ich denke, gerade dann ist es für dich natürlich auch sehr schwer zuzusehen. Genau. Schon zu Beginn meiner Verletzung waren Saga war verletzt, Abdo hat sich im gleichen Spiel verletzt, Ömer hat sich auch noch mal kurz verletzt, aber Jule hat dann sogar Innenverteidiger gespielt, was er sehr gut gemacht hat. Jetzt war er leider auch noch krank und ja, es kamen immer ein paar Ausfälle dazu, aber wir haben das immer irgendwie geschafft als Mannschaft und darum läuft es, glaube ich, auch so gut für uns. Klar, jetzt die letzten paar Spiele nicht, aber insgesamt durch die ganze Saison, darum ist es, glaube ich, auch gut gelaufen. Wenn das die Krise war und sie ist beendet, kann ich gut damit leben. Ich auch. So, jetzt kommen wir zum Zweikampf, Revanche. Du hast mich das letzte Mal abgezogen. 3:2 und woher nimmt dir das Selbstvertrauen? Ich bin hier, um zu gewinnen. Borussia gegen den 1. FC Nürnberg, da erinnern wir uns gerne an die Hinrunde. Wir schlugen die Klubberer 7:0 und das war die bislang höchste Bundesliga-Niederlage für Nürnberg. 3, 2, 1. Ja, man sollte meinen, der Bundesliga-Rekordabsteiger hätte schon mal irgendwo höher verloren. Aber in der Tat, das war bislang die höchste Niederlage für den 1. FC Nürnberg. Ja, wenigstens war ich ein Teil davon, das ist gut. Genau so, das ist positives Denken, sehr schön. Im Hinspiel unter anderem erfolgreich Manuel Akanji. Damit ist er einer von mittlerweile 17 Torschützen in Reihen des BVB. Nur einmal in der Saison 91/92 trugen sich mehr Spieler in die BVB-Torschützenliste ein. 3, 2, 1. Ja, 1991/92 gab es zwar eine Bundesliga-Saison mit 20 Vereinen und dementsprechend 4 Spielen mehr als normalerweise, aber mehr als 17 Spieler trafen auch damals nicht beim BVB. 2:1 führe ich noch. Was ist gern? Schweizer sind in der Bundesliga beliebter denn je. Die ersten Schweizer spielten für den 1. FC Nürnberg in der Saison 1964/65. Toni Allemann und Rolf Wüterich. Und ihren ersten gemeinsamen Erfolg feierten sie gegen Borussia Dortmund. Weißt du, was das Schlimme ist bei Fritz? Selbst wenn das nicht stimmt, der trägt das ja vor, als wenn das eine Selbstverständlichkeit wäre. Man kennt es nicht, man kann einfach raten, ja. Und wir beide müssen jetzt raten. 3, 2, 1. Das sind zwar viele Zufälle auf einmal, aber die Geschichte stimmt. Oh! Bei Borussia Dortmund musste man bis 1984 warten, bis der erste Schweizer im BVB-Dress auflief. Ekli, ne? Es war damals André Ekli. Die Frage hättest du mal stellen sollen, Fritz. Das hätte ich vielleicht auch noch gewusst. Wir schauen auf den Zwischenstand 42:35. Ich möchte gerne mal jetzt ein Statement von dir hören zu dem bisherigen Ergebnis. Wie gesagt, ich bin auch ein Teil der Mannschaft. Bei uns ist in den letzten Spielen nicht so gut gelaufen, heute auch nicht. Aber wir müssen morgen unser Spiel gewinnen. Das ist das, was zählt. Also, damit könnte ich leben. Ich auch. Also gut, für mich wäre es natürlich schön, heute gewonnen und morgen gewinnen. Das wäre sehr schön. Noch ein kleiner Hinweis, wir haben ein bisschen Problem in unserem Shop mit der Versteigerung. Jule hat uns ja ein fantastisches Geschenk mitgegeben. Wir können es im Moment nicht einstellen. Also schaut trotzdem, versucht jeden Tag drauf zu gehen. Wir sind gerade dabei, das zu beheben und dann könnt ihr natürlich mitbieten bei den tollen Geschenken unserer Spieler. So, morgen, wo bist du morgen? Wo schaust du? Oder machst du mit mir Netradio? Im Stadion bin ich vielleicht.
Nein, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt mit der Mannschaft mittrainieren und dann werde ich sehen, wie sich der Trainer entscheidet. Und ja, wenn ich nicht dabei bin, dann werde ich es wahrscheinlich von zu Hause aus gucken. Ich höre, am schönsten wäre natürlich, ich schaue mir das vom Spielfeld in Nürnberg an. Genau, das wäre mir am liebsten, aber ja, wir werden sehen, wie es rauskommt. Wir drücken die Daumen. Bleib Danke, gesund. vielen Dank. Manuel, schön, dass du beim BVB bist. Toller Spieler, toller Mensch. Das war's vom Feiertagsmagazin. Ihr drückt zu Hause die Daumen oder im Stadion in Nürnberg oder beim Netradio. Das kann ich euch ans Herz legen. Das objektivste Radio der Welt. Das war's vom Feiertagsmagazin. Gratuliere noch zum Sieg. Danke. Ach Gott, ich feiere jetzt ein bisschen. Tschüss, macht's gut. Danke, Manuel Akanji.